Servus zusammen, mir ist durchaus klar, der Titel ist wahrscheinlich ein bisschen Clickbait, aber mir geht es hier um zwei Sachen, auch bezogen auf Kings of War, die jetzt bei mir in der letzten Zeit stattgefunden haben, beziehungsweise mir aufgefallen sind, über die ich ganz einfach reden möchte, und vielleicht kann ich hier auch ein bisschen eine Diskussion anregen, weil ich eben gerne auch wissen möchte, wie es euch dabei eben geht. Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder wie schaut es generell bei euch in der Community aus? Es geht mir hier um zwei Sachen. Einmal das Thema eben Kings of War, mit dem will ich jetzt mal anfangen. Wie euch sicher aufgefallen ist, eben in der letzten Zeit sind hier mehr Videos zu Kings of War gekommen und ich hatte jetzt vor ein paar Tagen mein erstes Spiel. Alles super, habe meine Northern Alliance, wie ich im letzten Video auch gezeigt habe, aufgebaut auf 2300 Punkte, geschaut, was da armeelistentechnisch möglich ist mit dem, was ich fertig habe, ist ganz gut eben gegangen und habe damit eben jetzt mal mein erstes Spiel gemacht. War ein super Spiel, alles soweit gut. Was sich dabei aber dann im Nachgang gezeigt hat, war dann nicht bezogen jetzt auf Kings of War vom Spielen her, sondern die Situation war eben spielseitig einmal, dass ich motiviert war, jetzt wieder reinzuwachsen oder reinzukommen in Kings of War, weil das war eben mein erstes Spiel in der 4. Edition. Und ich habe jetzt einfach gemerkt, ich habe jetzt wieder Lust drauf, weil jetzt doch 2 Jahre lang so gut wie Pause bei mir war, aufgrund eben Weiterbildung und anderer Sachen. Und in diesem Zusammenhang hat sich herausgestellt, dass anscheinend die Community bzw. die Spielgruppe nicht mehr da ist. Also ich habe mich hier bei mir mit jemandem getroffen, den ich vorher nur so vom Texten her kannte, von der WhatsApp-Gruppe. Wir haben uns eben das erste Mal getroffen zu einem Kings of War Spiel und dann hat sich herausgestellt, er ist anscheinend der Einzige hier, der noch Kings of War spielt. Das erklärt jetzt auch für mich, wieso über die letzte Zeit hier nichts mehr gekommen ist, wieso ich nichts gehört habe, dass hier wieder Spiele stattfinden, weil entweder wurde mit Kings of War wirklich komplett aufgehört oder eben die Leute spielen wirklich nur mehr in kleinen Kreis und melden sich auch innerhalb der Gruppe nicht mehr, weil man vielleicht nur mehr ganz, ganz selten spielt. Das hat mir jetzt natürlich ein bisschen hat mich jetzt ein bisschen demotiviert, würde ich mal sagen. Weil auf der einen Seite habe ich jetzt Bock wieder Kings of War zu spielen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, habe mich schon damit beschäftigt, die Northern Alliance hier jetzt auch wieder vielleicht anzumalen, weiter anzumalen und fertig zu machen, vor allem auf die 2300 Punkte, weil so groß war die Armee bisher noch nicht, ist jetzt aber auf dieser Größe spielbar, Gott sei Dank. Und dann natürlich im zweiten Anlauf, was beim vorletzten Video eben das Thema auch war, das neue Projekt, dass ich dieses dann eben angehe. Da sind die Sachen eben bisher noch nicht gekommen und jetzt bin ich dann ein paar Tage nicht da. Wenn ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich schon wieder zurück, aber eben dort ist die Box bis dorthin wahrscheinlich da. Aktuell habe ich diese Sachen noch nicht, also kann ich dort in diese Richtung nichts machen. Daher auch wieder die Überlegung, ich könnte ja in der Zwischenzeit vielleicht ein bisschen was für die Northern Alliance machen. Hätte mich motiviert gehabt jetzt nach diesem Spiel, weil ich auch für mich gesehen habe, es ist noch immer Kings of War, es fühlt sich an wie Kings of War, alles super. Ein paar Sachen, die man umdenken muss, aber eben motiviert. Und dann eben diese Information, die mich da jetzt ein bisschen wieder rausgeholt hat aus dieser ganzen Motivationsgeschichte. Jetzt weiß ich natürlich noch gar nicht so recht, wie ich da weitermache. Ich meine, ich werde auf alle Fälle weiter Content hier auf dem Kanal machen und anderes, mehr Videos bringen. Da habe ich eigentlich auch mehr in diese Richtung noch vorgehabt. Aber auf der anderen Seite ist jetzt die Motivation nicht da, wo ich mir denke, wieso soll ich jetzt wieder was zusammenbauen, was bemalen, wenn ich dann eigentlich niemanden zum Spielen habe, beziehungsweise wir sind eben nur zu zweit, die jetzt hier spielen und es waren früher schon ein paar mehr Leute. Und daher jetzt auch meine Frage ein bisschen nach dieser ewig langen Einleitung, wie schaut es da bei euch aus, aktuell mit Kings of War, vor allem auch mit der 4. Edition, weil ich habe da im Gespräch auch ein bisschen rausgehört, dass viele das System jetzt sein haben lassen, weil sie nicht interessiert waren an der 4. Edition. Und ich habe da irgendwie ein bisschen so das Gefühl gehabt, aber im Vorfeld, dass das genau andersherum zu sein scheint, so in der Kings of War Bubble. Aber anscheinend ist es doch nicht so und viele Leute haben jetzt aufgehört, wollten die 4. Edition nicht mitmachen. Und daher die Frage an euch, wie schaut es da aus? Habt ihr noch eure Spielergruppe? Wenn ja, wie regelmäßig spielt ihr? Beziehungsweise ist jetzt im Zuge der 4. Edition die Gruppe auch größer geworden? Oder habt auch ihr vielleicht gemerkt, dass hier weniger Leute aktuell jetzt am Spielen sind von Kings of War, eben aus genau den Gründen, weil ihnen vielleicht gewisse Sachen in der 4. Edition jetzt nicht zusagen und deswegen quasi einen Schlussstrich drunter gezogen haben. Würde mich gerne interessieren, denn so schaut es nämlich hier bei mir in der Umgebung aktuell aus. Und damit verbunden ist jetzt auch noch der zweite Punkt von dem Video und der bezieht sich eher auf die Frage,
dorthin gehend, wie es generell bei euch ausschaut jetzt mit den Spieleclubs, in denen ihr seid oder auch Spielerunden, wie hier dann eben ihr allgemein das Hobby handelt. Denn was jetzt bei mir das zweite Thema eben gewesen ist, dass ein Spieleclub in der letzten Zeit jetzt einfach weggefallen ist, den es sehr, sehr lange gegeben hat, wo ich teilweise eben auch dort gespielt habe, beziehungsweise Mitglied war. Und dann aber aufgrund auch, weil ich schon länger dort nicht mehr wohne oder jetzt noch doppelt so weit weg wohne, eben bin ich nicht mehr so häufig zum Spielen hingekommen. In den letzten Jahren sowieso eigentlich nicht mehr. Und da habe ich dann auch schon überlegt, okay, ich höre vielleicht auf, ich melde mich ab, weil es eine kleine Spielegruppe gibt es und die spielen hier und da, was man so mitbekommt, auch wenn ich nicht wirklich viel mitbekommen habe, eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Und daher dachte ich mir, okay, kann ich vielleicht mal überlegen. Und dann kam eben jetzt auch kürzlich die Info, ja, der Clubraum wird aufgelassen, das Thema hat sich quasi erledigt. Mittlerweile, ich glaube jetzt mit 1. Juli mittlerweile schon, ich habe dann auch nichts mehr gehört, dürfte es den Clubraum nicht mehr geben, den Club wahrscheinlich dementsprechend dann auch nicht mehr, weil sich das in den letzten Jahren hier in diesem Zusammenhang irgendwie alles verlaufen hat. Leute haben andere Spielsysteme angefangen in der kleinen Spielgruppe, hast du nur mehr 1, 2 Leute gehabt, die sich für ein Spielsystem interessiert haben, so gefühlt. Und das hat sich jetzt über die letzten Jahre hingezogen, bis halt jetzt der Schlussstrich gekommen ist. Und da jetzt eben auch die Überlegung und Frage an euch, habt ihr diese Erfahrungen auch bei euch, beziehungsweise hören oder haben da auch Clubs in der letzten Zeit mal aufgehört, eben genau aufgrund dieser Sache, weil was ich da schon ein bisschen gemerkt habe, jetzt in diesem Zusammenhang mit beiden Punkten ist eben, man muss da auch selber irgendwie aktiv sein, denn ich habe mich ehrlicherweise, da bin ich selbst schuld dran, auch nicht wirklich drum gekümmert, war dann natürlich nicht mehr wirklich informiert, was diesen Club betrifft, war auch nicht mehr wirklich informiert, was hier das Thema Kings of War direkt bei mir hier betrifft und bin eben davon ausgegangen, alles ist super in Ordnung. Bin jetzt eben zu diesem Kings of War Spiel hingegangen vor ein paar Tagen, habe dort gespielt, alles super, habe mich gedacht, jetzt wieder Power, Motivation, rein in Kings of War 4. Edition, um dann festzustellen, ja Moment mal, wir sind jetzt ja eigentlich nur zu zweit, ich und noch ein anderer Spieler. Alle anderen sind anscheinend weg, was Kings of War betrifft, teilweise auch aus privaten Gründen, die natürlich was ganz anderes sind, keine Frage, aber so die Leute, die eben noch da sind und mal Kings of War gespielt haben, gibt es anscheinend nicht mehr. Haben alle aufgehört. Und dann eben auch bei der anderen Geschichte, das ging dann auch recht schnell, würde ich dann mal sagen, denn zuerst über die Jahre hinweg ist nichts passiert, es hat sich keiner gemeldet, es wurden kaum Spiele ausgemacht, ich persönlich habe mich auch nie gemeldet, auch von meiner Seite nicht. Man hat dann auch nie was mitbekommen, was dort so los ist oder eben auch nicht. Nur hin und wieder dort in der Umgebung das eine oder andere Turnier, denkt man, okay, dann dürfte ja alles okay sein. Und dann eben auf einmal die Info wieder zu bekommen, ja, wir hören jetzt auf und den Clubraum wird es bald nicht mehr geben, bitte eure Sachen ausräumen. Das ist natürlich dann auch für die Community vor Ort blöd, wenn man hier dann eben niemanden hat, der das Ganze vorantreibt. Und deswegen hat mich das eben hier ein bisschen zum Denken gebracht und deswegen wollte ich das Video eben machen, um hier vielleicht ein bisschen eine Diskussion anzustoßen. Und vielleicht ist der ein oder andere von euch auch in einer ähnlichen Situation und kann halt jetzt gerade aufgrund des Videos auch von sich aus mal aktiv in der Runde werden, um das Ganze weiter dort auch am Leben zu halten, wo auch immer ihr da am Spielen seid, um dann eben nicht so eine ähnliche Situation erleben zu müssen. Also bitte, wie gesagt, es soll eine Diskussion sein. Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst uns diskutieren und sagt mir auch, falls euch das interessiert, mehr zu diskutieren. Ich habe einen Discord-Server auch aufgemacht, der ist aber eigentlich recht inaktiv. Da ist noch nicht wirklich viel passiert. Ich könnte aber mal wieder reaktivieren, falls das eben von Interesse ist, weil ich denke mir auch, da kann man vielleicht ein bisschen diskutieren in diese Richtung und vielleicht so eine Community auch aufbauen über verschiedene Clubs, Vereine, Standorte hinweg. Denn auch das eine Projekt mit meiner App, die ich vor 2 Videos eben auch angesprochen habe, wird hier ja auch nichts ändern, weil es ist eine Community-App, um eben Spieler zu finden. Bringt aber auch nichts, wenn die Leute selbst dann eben nicht mehr aktiv die Spiele spielen oder nicht dahinter sind, dass Spiele weitergespielt werden und dadurch dann eben Clubs, Spielerunden eben aufhören. Also bitte beteiligt euch hier an der Diskussion und lasst uns hier ein bisschen drüber reden. Danke dafür.